So, liebe Leute, jetzt kommen wir zu einer etwas spezifischen Übung, die nicht so wirklich viel Spaß macht, aber extrem effektiv und effizient ist. Wusstet ihr, dass es einen halblangen Ball gibt, der ein bisschen länger ist, und einen halblangen Ball, der ein bisschen kürzer ist? Ich erkläre es euch ganz kurz. Der halblange Ball, der etwas länger ist, tippt auf und geht hier runter. Ja? Und der halblange Ball, der ein bisschen kürzer ist, das ist der gefährlichere Ball, meiner Meinung nach, ist, der Ball kommt auf und kommt noch mal ein zweites Mal auf. Und wenn ihr das gut variiert in eurem Spiel, auch du, auch ich, auch alle anderen, dann macht man leichtere Punkte, weil der Gegner eine Entscheidung treffen muss. Schupfe ich den, flippe ich den? Ja? Und das könnt ihr halt gegenseitig trainieren und anwenden. Umso besser wird's. Weil erstens übt ihr den Aufschlag, dass er halblang ist, halblang ein bisschen länger oder halblang ein bisschen kürzer. Aber auch darauf eine Antwort zu haben, ist mega wichtig. Also nicht nur machen, sondern auch eine Antwort haben, falls es jemand gegen euch anwendet. Jetzt kommen wir zu der Übung. Es gibt zwei Varianten. Ja? Einmal mache ich jetzt einen Aufschlag halblang, der ein bisschen länger rausfällt. Oder ich mache einen Aufschlag, der halblang etwas kürzer ist. Ja? Und der Gegner versucht, den anzuziehen. Den Ball kann man nicht richtig gut anziehen, weil man es erstmal einschätzen muss. Also hat der Gegner schon mal einen qualitativen Verlust, Qualitätsverlust. Ja? Und ich kann mich darauf einstellen, wenn ich jetzt den Aufschlag auch noch in die Rückhand platziere, kann ich fast zu 80–90% damit wirklich rechnen, dass er hier hingespielt wird. Und das qualitativ schlechter. Und so kann ich dann über den Ball rübergehen. Also, wir versuchen es mal. Stark. Was? Namkans. Der war stark. Der war hier, Alter. Ja, genau. Man kann diesen Ball wirklich nur sehr schwer mit viel Qualität halt spielen. Ne? Und es gibt noch einen Unterschied. Du hast ja jetzt auch noch einen Vorteil. Du weißt, dass ich dahin spiele. Ja. Jetzt weißt du im Spiel ja nicht mal, ob er dahin kommt oder dahin. Also das könnt ihr auch noch mal trainieren, falls ihr euch da wirklich richtig perfekt vorbereiten wollt, dass dein Gegenspieler dann halt auch mal halblang in Vorhand oder in Mitte macht oder was. Aber wir spielen erstmal so. Das war aber ein kurzer halblang. Ja. Also. Ja. Das ist schon. Ja, ihr merkt, jetzt habe ich noch mal was anderes genutzt, wie du gesehen hast. Jetzt wurde es noch mal ein bisschen unangenehmer, weil ich jetzt den Winkel hier raus genutzt habe. Ich habe dich jetzt auch noch gezwungen, dass du einen kleinen Schritt machen musst und du hast ihn nicht gemacht, deswegen hast du ihn auch nicht getroffen. Bei dieser Variante musst du einen kleinen Schritt machen und dann hier den unten abfangen. Versuch's mal einmal. Ja? Und immer mit dem linken Bein laufen, ja? Dass du hier geöffnet bist. Sehr gut. Sehr gut. Lass ihn mal ein bisschen mehr ausspringen. Der war gut. Du hast ihn jetzt von oben genommen. Da hast du einen kleinen Spin-Verlust, ja? Weil du hier den nicht ganz hoch kriegst. Lass ihn mal wirklich konsequent hier rausrutschen und dann, dass du von unten noch einen besseren Hebel hast. Ich will es dir einmal zeigen. Mach du mal hier raus. Ja? Und hier kannst du den nämlich auch jetzt hart spielen. Ja, nochmal. Ja. Ja. Ja, weil wenn ich von hier komme, von der Seite, hier, dann habe ich wieder einen Hebel. Ja. Wenn ich versuche, über den Tisch zu spielen, dann habe ich nicht so ganz die Kontrolle über den Ball, gerade bei Unterschnitt schwer. Also das ist auf jeden Fall so ein kleiner Bonustipp. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem halblangen Aufschlag zu tun. Aber es ist für mich auch echt mal ganz hilfreich, mal zu sehen, dass man, klar, wenn man hier etwas mehr Platz hat, ne, zum Ausholen, kann man natürlich auch einen geileren Bogen irgendwie nochmal spielen. Ne? Genau. Anders ist es natürlich bei Oberschnitt oder sowas. Wenn ich jetzt mit Oberschnitt dahin spiele, dann kannst du überm Tisch. Weil wenn du ihn hier rauslässt, der springt viel zu hoch. Dann kannst du wirklich hier überm Tisch gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen kürzeren Halblang mache,
läuft der Gegner halt auch in die Gefahr rein, den versucht irgendwie kurz zu spielen. Und wenn er das macht, springt er oftmals hoch. Deswegen ist es besser, wenn er den schupft. Und das will ich ja dann auch, weil ich habe ja diese zwei Varianten, entweder lang und aggressiv rauf oder ich spiele ihn halt an, so dass er dann halt schupft. Und dann muss ich natürlich wirklich gut stehen und den gut eröffnen. Ja? Entweder in Vorhand, in Rückhand, das ist eigentlich schon fast egal. Wenn er nicht gut zurückschupft, dann kann ich halt schön aggressiv raufgehen. Wir versuchen es mal. Okay. Ja? Also ihr seht, wenn ihr das trainiert, seid ihr immer 2 Schritte voraus. Ja? Ihr wisst ganz genau, was passiert. Entweder schupft er euch an und ihr könnt es ja selber kontrollieren. Wenn ihr sagt, ich mache jetzt einen halblang kurzen Aufschlag, dann kommt er in der Regel auch lang bis halblang zurück. Also bin ich bereit, weiß Bescheid. Ja? Wenn ich ein bisschen länger mache, weiß ich auch Bescheid. Entweder hat er eine gute Entscheidung getroffen, zieht, dann gehe ich rauf oder er schupft wieder. Ja? Also ihr seid immer im Vorteil bei dieser ganzen Taktik. So, liebe Tischtennisfreunde und Freundinnen, jetzt kommen wir zu der Bonusübung. Ja? Und zwar gibt es so 2 Sachen zu beachten bei dieser Sache, bei dieser Übung. Ich mache jetzt einen Aufschlag, der ist kurz. Der Nam spielt mich in die Rückhand an. Ich ziehe einen Spinball in die Rückhand. Danach kommt ein Block in diesem Bereich und ich spiele einen Winkel. Entweder da lang oder da lang, je nachdem, wohin ich spielen möchte. Bei dieser Übung ist es wichtig zu beachten, dass wenn ich den mit der Rückhand eröffne, wirklich tief in die Rückhand eröffne. Weil spiele ich den Ball hier hin, dann kann es sein, dass ich Gefahr laufe auf den Winkel vom Blockspieler. Deswegen lieber hier hinspielen, dann kommt er auch tendenziell in Rückhand bis Mitte Bereich. Und dann kann ich den Winkel ansetzen. Ja? Wir versuchen es einfach mal. Da war der Winkel. Das war zum Beispiel kein guter Topspin von mir, weil der kam hier hin. Ja? Dann hat er ihn hier auch seitlich getroffen, weil wenn der Gegner sich dann auch nicht perfekt hinbewegt, neigt er dazu, einen Notschlag zu machen. Und dann wird der Ball auch für mich krumm und unangenehm. Ich bewege mich aber immer perfekt. Ja, habe ich gesehen. Genau. Das Interessante daran ist ja auch allein schon, weil du diese Eröffnung hierhin machst, ich stehe ja hier. Genau. Ich muss ja tatsächlich nochmal diesen extra Schritt auch machen. Ne? Das machen ja dann am Ende des Tages auch nicht alle. Oder die wenigsten, würde ich jetzt sagen. Du tötest den Spieler, indem du eigentlich auf 2 Sachen zugreifst. Das erste ist, entweder töte ich ihn mit einer guten Platzierung in die Rückhand, gleich mit dem Spinball. Und falls er den noch bekommt, steht er ja schon hier außen und dann kriegt er den Winkel. Und das kann man wirklich automatisieren und das ist wirklich einer der besten Spielzüge. Schade. Der wäre geil gewesen. Das wäre wieder so ein Ekelball. Ja, das meine ich. Ja. Genau, was man auch machen kann, man kann immer so leicht den Gegner beobachten. Wenn ich sehe, dass du ein bisschen zu sehr in die Mitte gehst, ist ja klar, dann spiele ich nicht mehr diesen Winkel, dann spiele ich lieber dahin. Immer dahin spielen, wo der Gegner sich nochmal bewegen muss, Ja, sehr gut. Da war er. Schussanolu. Sehr gut. Das ist halt die maximale, das ist eigentlich einfach der maximale Weg, den man gehen muss. Ne? Das ist wirklich einmal hier
und dann wirklich komplett einmal hier. Ne? Genau. Und wenn du zu früh läufst, dann läufst du wieder der Gefahr, nochmal diesen Winkel zu kriegen. Das ist schon geil. Genau. Das ist gut. Das ist ganz geil. Willst du es auch machen? Ja. Und damit ich dich wirklich nochmal daran erinnere und auch die Zuschauer, wirklich tief hierhin zu spielen. Wenn du hierhin spielst, wirst du merken, da kommt ein unangenehmer, ekliger Ball oder ein Winkel in deine Front. Ja, da war er. Noch weiter raus? Genau, noch weiter. Weil sonst neigt man dazu, dass man hier hingeht und dann zeigt der Schläger so ein bisschen winklig rein. Sehr gut, aber Das war kein Winkel. ja, das stimmt. Sehr gut. Schön geschossen. Haha, da hättest du mich. Das wäre gewesen, ne? Sehr geiler Ball, genau. Ja, jetzt hast du schön in die Ecke mich getrieben. Ja. Ich komme ran, direkter Winkel. So. Da war mein Winkel, wenn du in der Mitte spielst. Sehr geil. Ja? Jetzt laufe ich hin und dann knickst du in die andere Seite. Easy, easy. Genau. Oh Mann, da muss doch nur kommen, ey. Sehr geiler Ball. Perfekt. Ja, sehr gut. Okay. Perfekt. War Geil. gut. War sehr geil. Ich würde sagen, sind wir eigentlich durch. Auf jeden Fall.